Ja, mein Name ist Jenny Reismann. Ich habe das Muthesius Projektstipendium erhalten, habe an der Muthesius Kunsthochschule Bildhauerei studiert und mit meinem Master abgeschlossen. Die Ausstellung selber könnte man als eine Art installative Landschaft bezeichnen, die als Gesamtinstallation funktioniert und eben den Titel Anlanden auch trägt. Die Ausstellung ist formal aufgebaut, dass es zwei Schwerpunkte gibt, die sich diagonal gegenüberstehen. Es sind halt zwei Hütten. Dazwischen befinden sich drei Objekte, die da eine Diagonale halt spannen. Also ich nenne diese Objekte halt die Pioniere und es sind irgendwie so hybride Wesen. Die Pioniere und auch die Flagge und einer von den beiden Anzügen, die vorne im Schaufensterbereich stehen, sind halt aus Rettungsfolie. Gleichzeitig ist es aber auch ein Material, was total empfindlich ist. Aber auch die anderen Materialien sind oder tragen halt eine Art Schutzcharakter in sich. Also eigentlich ist es generell so, wenn ich eine Arbeit erstelle, dass mir irgendeine Hybridform vorschwebt. Und im Fall der Pioniere ist es halt ja ein Hybrid zwischen etwas Insektenhaftes, etwas Organisches und irgendetwas, was vielleicht anmutet wie Weltraumschrott auch. Die Hütte, die halt aus Totholz und Folienelementen besteht, ist ja Projektionsfläche für eine Videoprojektion. Und da war der Ursprungsgedanke halt, dass ich zum einen ja, Lust hatte, meine Malerei zu dekonstruieren. Mit Gedanke war ganz bestimmt auch, dass ich halt diese Malerei oder die Kunst irgendwie dann als Schutzraum für mich auch irgendwie sichtbar machen wollte. Die Malereien selber wirken, glaube ich, erstmal total bunt und wahrscheinlich auch psychedelisch. Und es sind halt ganz viele, ja, ich sag mal, organische Formen, Einzelteile, Elemente, die sich auch wiederholen. Ja, man das auch vielleicht gar nicht so richtig verorten kann, was da jetzt so geschieht. Also die Ausstellung wird ja untermalt von einem Sound, der einen dröhnenden, rumorenden Charakter hat, den man nicht ganz einordnen kann. Zwischendurch fliegen halt trompetende Kraniche durchs Ohr. Und die Kraniche sind natürlich als Glücksboten bekannt, aber auch in anderen Kulturen als Friedens- oder Kriegsboten, sodass das dann für mich schlüssig war, das zusammenzubringen. Die andere Hütte, die in der Ausstellung zu sehen ist, ist eine Anlehnung an militärische Unterschlüpfe. Auf der Wand dahinter ist ein langes Bild im Goldrahmen. Und dadurch, dass es halt diese Länge hat, sieht man halt dieses Muster und diesen Rapport, der das Bild ja dann eigentlich schon wieder selbst als Landschaftsaufnahme demontiert. Jetzt für diese Ausstellung habe ich sozusagen eine Indoor-Fahne entworfen. Diese Fahne, die zeigt ja eigentlich oder weist dann darauf hin, dass es sich um ein Territorium handelt, das schon besetzt ist, dass schon jemand vorher da gewesen ist, der Anspruch darauf erhebt und dieses Territorium gegebenenfalls auch verteidigen würde.